Was geht, Leute? Janik mein Name und willkommen zu einem neuen Review. Ich fliege Ende des Jahres nach Japan und da ich absolut Lack gesoffen habe, mache ich mir jetzt schon Gedanken, was ich denn da für Outfits anziehen werde. Und ich habe gemerkt, irgendwie fehlt dir ein paar Schuhe für kurze Hosen. Also habe ich mir diese schönen Lumpis hier einmal bestellt und habe gemerkt, alter Schwede, das sind ganz schön geile Schuhe, weswegen wir uns heute die Dinger mal genauer anschauen. Bevor ich aber auf die ganzen Details und Funktionen und Co. eingehe, erstmal ein paar allgemeine Infos. Und zwar ist die Marke Hoka, das ist eine 2009 gegründete US-Marke von ehemaligen Salomon-Angestellten mit dem Fokus auf Laufschuhen, Wandern, Trailrunning und Co., aber auch sehr bekannt für ihre starke Dämpfung zum Beispiel. Dieses schöne Modell heißt Anacapa Breeze Low in der Farbe Schwarz für einen Neupreis von 150 € bei Hoka selbst, oder ihr bekommt die Dinge auch relativ gut im Sale bei iRun aus Frankreich zum Beispiel mit einem momentanen Preis von 109 €. Größe ist 42, heißt die Dinger fitten true to size, ihr könnt also einfach eure Standardgröße nehmen. Sie kommen mit einem Kampfgewicht von 353 Gramm, heißt sie sind weder super schwer noch super leicht. Made in Vietnam und Hoka selbst sagt folgendes zu diesem Schuh. Leicht, luftig, unglaublich komfortabel. Der Anacapa ist zurück und atmungsaktiver als je zuvor. Er bietet ein extra belüftetes Obermaterial und legt den gleichen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Der Anacapa Low wurde für wärmere Temperaturen entwickelt und verfügt über ein Obermaterial in 100% RPET Funktionsstrick. Die kultige Hubble-Fersengeometrie ist unverändert geblieben, ebenso wie die Vibram Mega Grip Laufsohle, die seinen Vorgängern zur Trail-Ikone gemacht hat. Wie ihr der Beschreibung entnehmen könnt, legt Hoka hier wirklich sehr, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit bei diesem Schuh, was sich auch in den verwendeten Materialien widerspiegelt. Das Obermaterial zum Beispiel ist aus 100% recyceltem Polyethylen-Terephthalat. Das Mesh-Material hier an den Seiten und auch oben ist aus 70% recyceltem Polyester. Die Schnürsenkel sind aus 100% recyceltem Polyester. Die DWR-Behandlung auf diesem Schuh ist PFC-frei und das Nubuck-Leder hier an den Seiten ist Gold-rated von der sogenannten Leather Working Group. Das ist eine externe Firma, die dieses Leder alle 2 Jahre auf Nachhaltigkeit, aber auch Recycling überprüft. Wenn wir uns dem Aussehen widmen, werden wir sehr schnell sehen, das Ding ist ein ganz schöner Chonker. Sowohl in der Länge als auch in der Breite. Und auch relativ klobig und rund sozusagen die Silhouette, was aber wiederum ausgeglichen wird mit diesen ganzen kleinen, aggressiven, kantigen, fast schon futuristischen Details, die wir hier haben, mit diesem blitzartigen Stitching hier, dann hier diese nach vorne gerichteten Dreiecke oder diese Einschnitte hier auf der Laufsohle mit natürlich diese absolut klobigen Ferse hier, auf die wir später auch nochmal zurückkommen. Ansonsten haben wir auf dem Nubuck-Leder hier nochmal ein Ventilationssystem für mehr Atmungsaktivität und natürlich das Hoka Branding in sehr dezent. Das sieht man wirklich kaum. Was man aber mehr sieht, ist das Vibram Branding. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass man das hier in Orange machen muss. Ich weiß, Brand Guidelines und so, aber ja, hätte man das in Schwarz machen können, wäre nochmal ein bisschen cooler gewesen. Das Innenmaterial ist natürlich auch aus 100% recycelten Materialien hergestellt und die Einlegesohle hier drin, die man auch rausnehmen kann, soweit ich weiß. Ja, kann man? Ja, kann man. Kann man auch rausnehmen hier. Die ist aus 50% Sojabohnenöl. Wusste auch nicht, dass man daraus Sohlen machen kann. Aber relativ cool, wenn ihr irgendwie eine Sohle habt vom Orthopäden oder so, könnt ihr hier auf jeden Fall reintun. Und damit kommen wir auch schon zum Komfort. Und ich muss sagen, das Ding ist so unglaublich gemütlich. Das kann ich euch wirklich nur sehr, sehr schwer in Worte zusammenfassen. Ich versuche es aber mal. Und zwar ist dieser Schuh etwas breiter. Heißt, er sitzt jetzt nicht super eng am Fuß dran, sondern ein bisschen Freiraum ist da. Keine Angst, ihr rutscht nicht beim Gehen hin und her, aber gerade im vorderen Bereich habt ihr doch ein bisschen mehr Platz als bei gewöhnlichen Schuhen oder bei gewöhnlichen Sneakern. Was den Vorteil mit sich bringt, dass man in diesem Schuh sowohl dünne als auch dicke Socken tragen kann, je nach Wetter. Gerade jetzt, wo es so dieses, manchmal ist es kalt, 6 Grad, am nächsten Tag haben wir 11 Grad oder 12 Grad, ist dann doch relativ cool, wenn ich entscheiden kann, okay, heute ist mal kälter, also ziehe ich dicke Socken an, morgen ist wärmer, also ziehe ich etwas dünnere Socken an. Diesen Vorteil bzw. diesen Luxus hat man leider nicht bei allen Sneakern. Ansonsten haben wir hier dann noch die Zunge, die sich auch wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr weich dem Fuß anschmiegt. Und ein absoluter Game Changer bei diesem Schuh ist diese kleine Lasche hier. Ich persönlich habe bei Schuhen oft das Problem, dass sich irgendwann die Hacke durchscheuert, weil da einfach sehr, sehr viel Reibung entsteht. Diese Lasche hier sorgt dafür, dass die Hacke wirklich sehr, sehr gut fixiert ist und dass ihr generell wenig in diesem Schuh rumrutscht und wenn ihr erstmal drin seid, dann seid ihr drinne. Wie gesagt, nicht zu fest, ihr könnt immer noch mehrere Socken anziehen, aber diese Lasche wirklich absolut insane. Super, super weich, fügt sich wirklich insane gut der Hacke bzw. der Ferse an und ist wirklich, einfach nur ein Traum. I guess, wenn wir schon mal bei der Ferse sind, können wir jetzt auch endlich mal über die Sohle sprechen, die wirklich eine sehr, sehr gute Dämpfung ermöglicht.
weder zu viel noch zu wenig. Und bevor ihr fragt, ja, es gibt zu viel. Nike Vomero 5 fühlen sich an, als würde man auf nassen Schwämmen laufen, gerade bei den ersten Mal tragen, während die Salomon XT6 super hart sind, mit diesen riesen Stollen drunter, welche hier auch vorhanden sind. Das sind 5 mm Brocken, die merkt man auch beim Gehen, geben natürlich nochmal zusätzlich Grip, kommen wir später nochmal drauf zurück. Ansonsten sind in der Sohle zusammen mit dieser Ferse 3 Technologien verbaut, die ich euch jetzt ein bisschen erkläre. Anfangen tun wir mit der sogenannten Meta-Rocker-Technologie, und zwar beschreibt das die Form der Sohle. Heißt, dieses ist ein ganz klein bisschen angerundet, fast schon wie so ein ganz wirklich insane schwacher Halbkreis, was sich auch bis hier vorne zur Spitze dann zieht. Heißt, hier sozusagen ganz leicht, was dem Schuh bzw. dem Fuß nochmal helfen soll, beim Laufen weniger von links nach rechts zu wackeln, sondern sozusagen Stabilität zu bieten. Wie gut das Ganze funktioniert, ja, kann ich jetzt nicht direkt bewerten, aber so beschreiben sie das jedenfalls auf ihrer Homepage. Dann haben wir noch die sogenannte Hubble-Ferse, welche fast schon den gleichen Zweck erfüllt, nur in einem anderen Winkel bzw. einem anderen Blickwinkel. Und zwar generell, zum Beispiel nehmen wir mal Lederschuhe oder Lederstiefel. Wenn man damit geht, kommt man ja meistens mit der Hacke als erstes auf, heißt man kommt auf und dann sendet das erstmal schön eine starke Schockwelle durch die Gelenke, durch das Bein, was natürlich auf lange Sicht nicht wirklich schonend für den Körper als auch die Gelenke ist. Diese Ferse, diese abgerundete Ferse hier, soll dabei helfen, diesen Schock, diese Schockwelle sozusagen zu digieren. Heißt, man tritt auf und das ist einfach ein ganz leichtes Abrollen sozusagen. Es hilft einfach viel mehr beim Abrollen und ich muss sagen, das merkt man wirklich beim Gehen. Also das ist die ersten 5 Minuten ein bisschen ungewohnt, dass man sozusagen schon so früh Kontakt hat mit dem Boden. Aber wirklich auf lange Zeit, wenn man da mal ein paar tausend Schritte mit geht, ist das wirklich sehr angenehm und wirklich ein sehr geschmeidiges Laufgefühl. Dritte Sache, das ist vielleicht ein bisschen Humbug, ist hier die sogenannte Swallow-Tail-Ferse heißt das. Und zwar einfach nur, dass die Ferse hier ja, gespalten ist in der Mitte, was nochmal mehr Grip auf unebenem Terrain geben soll. Heißt auf sowas wie Sand oder im Wald oder sonstiges. Wo auch immer man mit dem Ding laufen geht, soll das aber nochmal ein bisschen mehr Grip geben, dass das sozusagen die Ferse dann nicht hin und her wackelt oder dass man da wegrutscht. Wie gut das jetzt funktioniert, ja, I don't know, to be honest, ob das jetzt wirklich so gut ist, weil es ist auch nur ein ganz wenig. Also wäre das jetzt wirklich so eine Gabel hier, sie beschreiben das auch als gabelförmig. Wäre das nochmal ein bisschen doller, könnte ich vielleicht nochmal, ja, dafür argumentieren, dass es wirklich sehr gut funktioniert. Hier kann ich jetzt wirklich nicht so viel dazu sagen, aber generell läuft man diesem Schuh doch wirklich sehr stabil mit einem sehr guten Support. Bevor wir zum Styling kommen, reden wir nochmal über die Vibram Mega Grip Laufsohle hier mit den vorher angesprochenen 5 mm Stollen, die man beim Laufen auch definitiv merkt. Sie nervt nicht oder so und nach 1000 Schritten sind sie auch vergessen, aber es ist natürlich nochmal ein deutlich anderes Laufgefühl als mit komplett platten Vans zum Beispiel. Bieten auch super viel Grip, also egal ob nass, trocken, Rasen, Steine, Sand, mit diesen Schuhen seid ihr wirklich sehr stabil unterwegs und diese Sohle hält auch wirklich sehr lange. Ja, sie ist sehr hart, also jetzt wenn ich mal versuche hier irgendwas zu verbiegen, da tut sich relativ wenig, dafür ist sie aber wirklich sehr widerstandsfähig und auch langlebig, heißt wenn ihr mit diesen Schuhen ordentlich umgeht, habt ihr davon auch wirklich sehr lange gut. Nun kommen wir aber zum Styling und dafür müssen wir uns aber den Schuh etwas genauer angucken und zwar aus diesem Winkel. Wie ihr seht, ist er unten breiter und wird oben hin etwas schmaler. Und genau diese Form ermöglicht diesem Schuh wirklich unendlich Styling-Möglichkeiten. Egal ob eine Tapered-Hose, egal ob Straight Cut ein bisschen weiter, egal ob Cropped, egal ob kurze Hose. Diesen Schuh könnt ihr wirklich in fast jeder Kombination anziehen. Hinzu kommt, dass dieser Schuh weder zu laut noch zu leise ist. Er trifft irgendwie, wie bei allen Sachen, genau die perfekte Mitte. Ihr könnt ihn in super technischen Outfits tragen, wie zum Beispiel in der krassen P30, dazu eine Shell, irgendwie Messenger-Bag oder so. Aber ihr könnt ihn auch in etwas, ja, leiseren Greyman-Outfits tragen, da fällt er auch nicht allzu krass auf. In diesen technischen Outfits hat er ein bisschen diesen technischen Faktor, weil hier halt das Paddling drauf ist, ein bisschen aggressiver, ein bisschen technisch sozusagen, aber halt auch komplett schwarz. Und in Greyman-Outfits, ja, mal klar, man sieht ein bisschen so, okay, das ist ein bisschen mehr so dieser Outdoor, ja, angelehnte Schuh sozusagen, aber er springt jetzt nicht krass ins Auge bei Greyman Outfits. Deswegen, also wenn ich auf die nächste Frage komme, wem würde ich diesen Schuh empfehlen, dann eigentlich schon fast jedem. Also ich weiß nicht, dass ich diesen Schuh so lange ignoriert habe oder generell Hoka als Marke so lange ignoriert habe, aber das ist wirklich
ein sehr, sehr, sehr guter Einsteigerschuh für Leute, die in das Techwear-Genre rein wollen und nicht ganz genau wissen, okay, welchen Schuh soll ich jetzt kaufen, weil Acronym Prestos sind super auffällig und dann hast du Nike Vomero, die halt ja manchmal ein bisschen untergehen können oder auch ein bisschen falsch platziert sind, gerade in Grayman-Outfits zum Beispiel, finde ich. Da ist dieser Schuh einfach super gut. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Also wirklich super begeistert, was die Styling-Möglichkeiten mit diesem Schuh angeht. Wenn ihr jetzt Bock habt auf noch mehr Schuh-Reviews, schaut euch gerne das Salomon XT6 Review von mir an oder auch das Acronym Presso Review. Da gehe ich nochmal genauer auf diese Schuhe drauf ein. Und ansonsten kommt bald auch ein Essex Review. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und Abo freuen. Ansonsten, wir sehen uns zum nächsten Mal. Haut rein. Jo, ich bin's nochmal. Vielen Dank an alle Leute, die unter den Acronym Review, Collection Videos, whatever you may call it, kommentiert haben. Wirklich sehr, sehr coole Sachen dabei und ich freue mich wirklich sehr, die Dinger mal in Real Life zu sehen. Deswegen Hamburger Meetup, wenn da A+ vielleicht ein bisschen was von ihr hat, das wäre ziemlich cool. Apropos Meetup, wenn ihr mehr Infos braucht, dann schaut gerne mal auf dem Discord-Server vorbei. Findet ihr alle Links und so, findet ihr alles auf meiner Homepage. Einfach techboygermany.de. Ist eine gute Seite, findet ihr coolen Stuff. Deswegen nochmal hier auch ein großes Dankeschön an alle Leute, die kommentiert haben. Und das wären Najev 1406, Sumach Black 212, TH Vermillion 7, Munzu Tai und dann Sendikar 8854, Speedboy 2722 und Yoshi Tsune Shi. Vielen Dank, Onikale. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich beim Meetup. Alright.